Biedermann und Brandstifter lautet das Motto. Wir reden hier von Paarungen innerhalb einer Modellreihe, die mal von einem sehr bürgerlichen Basismodell hinreichen bis zu einem absoluten Extremisten. Und die wollen wir euch heute vorstellen. Ja, 60 PS, 60 zornige Pferde in einem Auto, das für sich reklamiert, ein Sportwagen zu sein. Das gab es tatsächlich ab 1969 im Ford Capri. Hier wirklich etwas mit Symbolcharakter für den Biedermann. 60 PS in diesem Capri 1500 und es ging sogar noch weniger. Die Basisversion, die leider so rar ist, dass sie wahrscheinlich völlig ausgestorben ist. Wir haben ein präsentables Auto nicht auftreiben können. Das war der Capri 1300 mit 50 PS, VMAX 139 Stundenkilometer. Da musste man sich sogar von einem gleich starken Kadett B verheizen lassen. Aber immerhin, man hatte die äußere Anmutung eines Sportwagens. Ford war ja 1964 angetreten in den USA mit dem Mustang, das erfolgreichste Auto aller Zeiten. Ab Modellstart, das Auto ist weggegangen wie verrückt. Man hatte dann versucht, diesen Sensationserfolg auf den europäischen Märkten zu reproduzieren. Insofern wird der Capri immer als der europäische Mustang dargestellt. Das ist insofern nicht ganz richtig, weil der Mustang ein enger 2+2 Sitzer für junge Leute war, speziell konzipiert für die damaligen Babyboomer, die plötzlich Geld und Führerschein hatten und so weiter, einen wahnsinnigen Markt erschloss. Und beim Capri war es allerdings so, das Auto hatte eine ähnliche Anmutung, auch mit der langen Haube, kurzes Heck und ein sportliches Coupé-Dach. Aber es war völlig anders als der Mustang, ein Familienauto, das in der Anmutung eines Sportcoupés kam. Sportwagen, das war damals das Thema der 60er Jahre. Und die Väter wollten natürlich alle Sportwagen fahren, die Mütter wollten aber was Familienkompatibles, Vernünftiges haben. Und da hat Ford diese fast schon geniale Synthese geschaffen eines Autos, das so sportlich aussieht, dass sich der Vati darin wohlfühlte, aber die Mutti hat dann den großen Kofferraum gutiert und die Tatsache, dass es sich eben trotz dieser Coupéform um einen echten Viersitzer handelt. Und zwar so einen echten Viersitzer, dass hinten die Sitzhöhe auf der Rückbank sogar höher war als ein paar Jahrzehnte später in einem Ford Mondeo, sozusagen dem Nachfolger des Taunus. Dieser Capri 1500 mit nur 60 PS, eine absolute Rarität. Die wurden ja zunächst in Großbritannien gebaut, die Ford auch für den deutschen Markt. Sie hatten in Großbritannien einen reinen Vierzylinder und V6-Motoren. In Deutschland zunächst ausschließlich V4 und V6-Motoren. Ich werde nachher unter der Haube zeigen, was das heißt. Theoretisch, so mutet es jedenfalls an, wenn man sich die ganze Verkleidung wegdenkt, passt dieser winzige V4-Motor 3 oder sogar 4-mal unter diese große Motorhaube. Was wir ansonsten haben bei dem Capri ist auch damals Sportwagen, Mittelmotor fingen an modern zu werden, en vogue. Wir haben hier das Motiv dieser Lufteinlässe vor den Hinterrädern, das suggeriert einen sportlichen Mittelmotor. Auch das natürlich im Zusammenhang mit dieser runterlaufenden Sicke ein absoluter stilistischer Gag, der den Capri zu einer konsistenten Einheit eines echten Sportwagens macht. Äußerlich wohlgemerkt. So, also von dem Familienauto in der Mimikrie eines Sportwagens jetzt zu einem echten Sportwagen, allerdings identisch karossiert. Das ist der Capri RS 2600. Die Buchstaben RS stehen natürlich für Rennsport, 2600 für den Hubraum, genau 2637 Kubikzentimeter, 150 PS bei 5800 Umdrehungen, realisiert durch eine Kugelfischer-Renneinspritzung. Wir werden nachher nochmal unter den Hauben die Autos miteinander vergleichen. Aber das ist der Capri RS, der als Basismodell für den Rennsport richtig abgeräumt hat. Deutsche Rennsportmeisterschaft, Namen wie Stuck, Maas und so weiter. Dieses Auto hat im Rennsport alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Die Technik
simpel. Der Capri war ja ein sehr technisch sehr schlichtes Auto, blattgefederte Starrachse hinten und also da war nichts fancy dran, aber es war so vernünftig gebaut, dass zumindest in ebenem Terrain waren die Autos richtig schnell in den Kurven und unvergessen natürlich für Rennsportfans die späteren Schlachten 1973, 74, 75 gegen die brutalen BMW 3.0 CSL, die wirklich Hightech in den Ring geworfen haben und Ford hat mit diesen quasi Eisenschweinen dagegen gehalten und das waren wirklich so die Schlachten in den 70er Jahren, die die Leute packten und faszinierten und die natürlich auch die Aura des Capri mitgeprägt haben und eben auch dann die Biedermänner wie diesen Capri 1500 mit nur 60 zahmen PS auch vom Image her mitgerissen haben. So, wollen wir mal schauen, was sich hier unter der Haube befindet. Wir sehen hier, und das finde ich wirklich originell, 1.5 LC steht auf dem Ventildeckel, das heißt Low Compression, 1,5 Liter, 60 PS. Und man muss sich mal angucken, ich hatte eben erwähnt, wie unglaublich klein dieser Motor ist. Ein V4-Motor, der ist natürlich kürzer als ein Dreizylinder. Das ist ein winziges Motörchen, deshalb sind vorne diese ganzen Verkleidungen, diese lange Luftführung für die Kühlerluft und so weiter. Also da passen ja locker mehrere dieser Motoren unter die Haube. Ein wahnsinnig kompakt bauendes Triebwerk. Saab hat das ja auch verwendet. Es wurde im Capri verbaut und das waren diese deutschen Ford-Motoren, die V4, die 1962 mit dem Ford 12M P4 eingeführt wurden. Wenn wir jetzt zum Capri RS 2600 schwenken, da haben wir einen V6-Motor, der naturgemäß länger ist, auch ein sehr kompaktes Triebwerk. Und wir haben hier diesen 2,6 Liter mit dem Luftsammler. Vorne oben steht Ford drauf. Und was wir hier deutlich sehen im Motorraum, wir haben keinen Vergaser, sondern eine Einspritzpumpe, die hier angetrieben wird über einen Zahnriemen und die Zylinder über diese Kunststoffleitung mit Kraftstoff versorgen. Das war damals absolutes Hightech, diese Einspritzungen. Die gab es in dieser Form nur bei sehr wenigen Autos, etwa bei den Hochleistungsmodellen des Porsche 911. 7,7 Sekunden, VMAX 206 Stundenkilometer. Damit war der Capri RS 2600 eines der schnellsten Autos auf dem deutschen Markt. War sehr teuer, war exakt doppelt so teuer wie dieser Capri 1500 und ungefähr das Doppelte bezog sich auch auf den Verbrauch, während man den zahmen Capri mit etwa 10 Liter auf 100 Kilometer bewegen konnte, hat dieser Capri RS 2600 mit dieser Hochleistungseinspritzung, die eben richtig Dampf brachte, im Testschnitt 20,5 Liter weggepumpt. Aber dafür passierte eben auch einiges auf der Straße. Damit war man richtig schnell unterwegs, anno 1972, das heißt vor über 50 Jahren. So, ich sitze jetzt hier in dem Biedermann, in dem Capri 1500 und was wir hier vor uns haben, ist ein echtes Sparbrötchen eines Armaturenbretts. Das ist das absolute Kassengestell. Wir haben keinen Handschuhkasten, wir haben keinen Tageskilometerzähler, wir haben keinen Scheibenwischer, Intervallschalter, gar nichts. Wir haben gerade das, was zum Fahren benötigt wird, rein zum physischen Fortkommen. Wir haben ein Radio, an, aus, laut, leise. Das musste damals reichen. Mehr gab es nicht. Dafür war der Capri in der Grundversion ja unglaublich günstig zu haben. Aber man musste alles zusätzlich extra zahlen und so weiter. Die Aufpreisliste war legendär lang. Und ja, so karg war das Innengehäuse so eines Capri 1969. Keine Gurte, nicht mal Statikgurte, natürlich keine Kopfstützen. Davon hat man noch nicht mal zu träumen gewagt. So, im Gegensatz zu der Magerquark-Variante des Capri 1500, den wir eben hatten, haben wir hier natürlich im Capri RS 2600 eine ganz reichhaltige Sportinstrumentierung. Man sieht die beiden Hauptinstrumente, ein Tacho, der bis über 200 geht, Drehzahlmesser selbstverständlich und die 4 Zusatzinstrumente, die man zum sportlichen Fahren braucht. Hier auch ein extrem tief geschüsseltes Sportlenkrad, trotzdem nur 4 Gänge, ein Vierganggetriebe musste hier reichen. Auch
auch beim Capri RS 2600. Aber das sieht schon viel eher nach dem aus, was der äußere Gusto dieses Sportwagens verheißt. Also ein echter Sportwagen, der Capri RS 2600. Der Fahrer sieht übrigens raus auf diese mattschwarze Motorhaube. Das war ja nicht nur ein Modegag damals, das kam tatsächlich aus dem Rallye-Sport. Und zwar wurden die Motorhauben, ich werde da öfter gefragt, das ist eine ganz simple Erklärung, die Motorhauben wurden mattschwarz lackiert, damit die entgegenkommende Sonne den Fahrer nicht blendet, nicht stark reflektiert. Das heißt, diese schwarze Motorhaube hat das Licht geschluckt und insofern hatte man bessere Sichtverhältnisse, wenn die Sonne von vorne kam. Auch das nochmal eine kleine Episode aus dem Motorsport, aus dem Rallye-Sport hauptsächlich. Ja, toll instrumentiert, dieser Capri RS 2600. Wie gesagt, viel eher der Sportwagen, den der Capri 1500 mit seinen zahmen 60 PS und einer VMAX von ungefähr 140 Stundenkilometer rein äußerlich verheißt. Ja, wirklich eindrucksvolle, entzückende Kontraste zwischen diesem tollen Capri RS 2600, dem Sportwagen mit den aggressiven Doppelscheinwerfern und der Schnauze ohne Stoßfänger und dazu im Kontrast hier der Brave, der Biedermann, der Capri 1500 mit 60 PS mit dem Chromstoßfänger und Einzelscheinwerfern. Auch diese beiden Autos wirklich eine ganz, ganz tolle Paarung zu dem Thema Biedermann und Brandstifter.